Was ist eigentlich das Böse? Hat Gott das Böse erschaffen? In der letzten Folge haben wir bereits aus dem Katechismus gelesen, dass Gott nichts Böses tun kann. Gleichzeitig hat aber Gott alles erschaffen. Wie passt das also zusammen? Laut klassischer Metaphysik ist das Böse eine Art Mangel an Güte. Ein einfaches Beispiel. Nehmen wir eine Waschmaschine. Das ist ein Gegenstand, philosophisch gesehen ein Sein, das gut ist. Alleine schon die Tatsache, dass es da ist eine Art Güte, philosophisch gesehen, und natürlich umso mehr dadurch, dass sie funktioniert und ihren Ziel erfüllt. Nehmen wir aber an, dass die Waschmaschine ist kaputt. Dieses Kaputtsein ist kein anderer Gegenstand. Es ist nur eine Eigenschaft der Maschine. Eigentlich nicht mal eine Eigenschaft, sondern das Fehlen einer Eigenschaft. Wenn wir sagen, die Maschine ist kaputt, fehlt ihr etwas, was sie haben sollte, ihre Funktionalität. Die Kirche sagt aber doch, es gebe auch den Bösen. Wie soll man das dann verstehen? Schauen wir mal in den Katechismus. Jetzt blättere ich einfach durch und springe mal zum Punkt 53. Gott hat nicht nur das Materielle in der Welt erschaffen, sondern auch die reinen Geister. Die reinen Geister sind Vernunftswesen ohne Leib. Der Glaube macht uns die guten reinen Geister, die heiligen Engel, und die bösen, die Teufel, bekannt. Der erste Gedanke hier, sehr wichtiger: Wir glauben also nicht an eine Art Dualismus, an zwei gleich starke Mächte, Gott und sein Gegenteil, den Bösen. Der Teufel ist kein ebenbürtiger Gegner Gottes. Er ist auch nur Schöpfung wie alles andere. Wenn wir übrigens Gott als das Absolut verstehen, ist es auch gar nicht möglich, ein Wesen zu denken, das das genaue Gegenteil von Gott wäre. Denn würden wir jede Eigenschaft Gottes ins Gegenteil ändern, würde auch aus dem Sein ein Nichtsein. Und das Nichtsein ist eben nicht. Was ist nun aber mit dem Teufel? Ich sagte vorher, dass Gott nichts Böses tun kann, und nun behaupte ich, Gott hätte den Teufel erschaffen. Schauen wir weiter in den Katechismus. Die Dämonen, oder vorher ein Punkt früher als Teufel benannt, sind Engel, die sich aus Stolz gegen Gott aufgelehnt haben und in die Hölle hinabgestürzt wurden und nun aus Hass gegen Gott den Menschen zum Bösen verführen. Na toll, jetzt hat Gott auch noch die Hölle erschaffen, oder was? Ich bleibe mal zuerst bei den Engeln und Dämonen. Gott hat Engel erschaffen, als reine Geister, Wesen, die zwar kein Leib haben, aber Intelligenz und freien Willen. Die Intelligenz der Engel übersteigt bei weitem unsere Intelligenz, und sie sind auch nicht von Zeit und Raum beschränkt, wie wir das ständig erleben. Ein Teil dieser Engel hat aber ihren freien Willen dazu genutzt, sich gegen Gott aufzulehnen. Sie sagten non serviam, ich werde Gott nicht dienen. Und sie bekamen genau das, was sie wollten. Die Hölle ist nämlich ein Zustand, in dem man einfach mit Gott überhaupt nichts zu tun hat, von ihm komplett getrennt ist. Da aber Gott die Quelle der Liebe ist, können sie nunmehr auch niemanden lieben, sondern hassen Gott, Menschen und einander. Das ist nicht eine lustige Truppe, wie man sie sich manchmal vorstellt, die zueinander hält und schaut, was sie für Faxen anstellen können. Exorzisten berichten von Dämonen, die sie angefleht haben, sie nicht zurück in die Hölle zu schicken, weil selbst für sie dieser Hass dort unerträglich ist. Und trotzdem können sie nichts anderes. Wir sollen den Bösen aber also weder über- noch unterschätzen. Er ist natürlich dem Herrgott um Welten unterlegen, weil er eben nur eine Schöpfung ist. Da er aber von der Natur ein Engel ist er in seinen Fähigkeiten, vor allem seine Intelligenz, uns Menschen deutlich überlegen, und das macht ihn gefährlich.